Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nordbys Kochstunde. Und heute machen wir wieder was mit Äpfel. Jawohl, und zwar eine Apfelsahnetorte. Und für diese Torte backen wir erstmal einen Rührteig. Dann ist natürlich wieder Vorbereitung angesagt. Und für diesen Rührteig geben wir erstmal Backpapier in die Springform hinein. Wie immer nehme ich dann ein bisschen Butter zur Hilfe, dass das Backpapier besser am Rand hebt. Das Backpapier für den Rand habe ich natürlich schon passend geschnitten, denn der Rührteig, der wird nicht allzu hoch werden. Ja, was brauchen wir für den Rührteig? Also wir brauchen Mehl und Backpulver, das mischen wir schon mal zusammen. Dann brauchen wir noch Zucker und Vanillezucker, das vermischen wir ebenfalls schon vorher. Und natürlich brauchen wir Butter, die geben wir schon mal vorher in eine Rührschüssel und schlagen sie cremig auf. Danach folgt der Zucker und wir rühren weiter kräftig durch. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn der Mixer eine sehr langsame niedrigste Stufe hat. So spritzt der Zucker nicht in der Gegend umeinander. Weiter brauchen wir noch 2 Eier. Die geben wir schrittweise hinzu und jedes Ei wird dabei kräftig für 30 Sekunden lang durchgemixt. Um den Vanillegeschmack zu unterstützen, gebe ich noch ein paar Tropfen Buttervanille hinzu. Und auch gleich danach geben wir schrittweise das Mehl hinzu, unterstützt von ein paar Milliliter Milch. Dann müsste der Rührteig somit fertig sein und schön cremig. Wir geben den Teig dann in die Springform hinein und glätten ihn schön. Aber bricht euch da keinen ab, weil im Ofen wird das nachher eine glatte Fläche am Anfang. Apropos Ofen, den haben wir auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, weil jetzt kommt der Rührteig für 25 Minuten in den Ofen. Sobald der Rührteig sich abgekühlt hat, stürzen wir ihn und befreien ihn von dem Backpapier.
Jetzt kommt auch hier dann der Tortenring ins Spiel und den stülpen wir über den Rührteig. Wir schauen natürlich, dass dieser Tortenring schön fest hebt. Der darf auf keinen Fall nachher aufgehen, weil später kommen ja dann die gekochten Äpfel und noch die Sahne obendrauf. Stellt euch mal vor, der Tortenring würde hier aufspringen. Lieber nicht dran denken, sondern gleich weitermachen. Eine Zitrone auspressen, weil die brauchen wir nachher für die Äpfel. Apropos Äpfel, gleich danach fangen wir auch schon an, die Äpfel zu schälen, zu entkernen, zu vierteln und klein zu schneiden. Da schaue ich natürlich auch erstmal, ob ich auch ein richtig scharfes Messer habe und wenn nicht, dann schärfe ich das nochmal kurz. Also auf geht's zum Apfelschälen-Marathon. Das ist natürlich gut, wenn man da einen guten Schäler hat. Der wird gepflegt und gehegt und immer wieder mit der Hand sauber gemacht. Und schon von Anfang an gebe ich dann auch Zitronensaft hinzu, denn ich möchte nicht, dass die Äpfel braun werden. Unterstützen kann man das noch, indem man schon etwas von dem Zucker, den man nachher mitkocht, schon hineingibt. Ja, jetzt sind auch alle Äpfel geschält und geschnitten. Endlich! Gleich danach gebe ich dann auch schon etwas Zitronenschalenabrieb mit hinzu. Aber ihr wisst ja, wir raspeln nur die gelbe Schale runter. Das Weiße, was drunter zum Vorschein kommt, das nicht, das schmeckt nachher bitter. Und so gleich geben wir dann die Äpfel in den Kochtopf hinein. Und schön kräftig kochen lassen das Ganze mit geschlossenem Deckel, damit die Äpfel Saft ziehen. Und von Anfang an können wir auch mal schon den restlichen Zucker jetzt hinzugeben. Ein Teil davon haben wir ja schon zum Konservieren vorverwendet gehabt. Es ist natürlich sinnvoll, dass man das Ganze mal hin und wieder durchrührt. Und wie beim Risotto-Reis entsteht durch das Durchrühren Abrieb und die Apfelstücke reiben sich gegenseitig ab. Das wollen wir, weil wir wollen eine schlonzige Konsistenz erreichen. Wenn wir die erreicht haben, geben wir jetzt noch 300 Milliliter Apfelsaft hinzu und einen Teil davon, dem Apfelsaft, rühren wir die Stärke an. Eigentlich erzeugen wir so einen Apfelpudding, weil was ist im Pudding drin? Nichts anderes als Stärke und Geschmack. Aber bevor wir jetzt die angerührte Stärke zu den Äpfeln geben, geben wir jetzt den restlichen Saft, den Apfelsaft, vorher hinzu. Anschließend lassen wir das Ganze stark aufkochen und geben dann die Stärke hinzu. Und müssen jetzt mindestens eine Minute richtig kräftig durchrühren, dass sich alles schön hier im Kochtopf verteilt hat.
Stellt euch einfach mal den Kuchen vor, auf der einen Seite bockelharter Pudding und auf der anderen Seite fließt alles nachher, wenn wir den Tortenring aufmachen, raus. Ja, das wollen wir doch nicht haben, also investiert einfach hier ein bisschen Zeit und rührt den Kochtopf richtig kräftig durch. Dann können wir den Herd ausschalten und gleich danach geben wir dann die Apfelfüllung auf den Rührteig drauf. Ziehen alles schön glatt und lassen ihn abkühlen, am besten über Nacht. Aber bevor wir das Ganze in den Kühlschrank geben, geben wir auf die Äpfel, auf die Apfelfüllung noch Klarsichtfolie drauf. Frischhaltefolie. Die verhindert, dass sich hier jetzt eine Haut bildet. Übrigens, mit der Methode könnt ihr bei jeglichem Pudding verhindern, dass sich hier eine Haut bildet. Weil nicht jeder möchte so eine Puddinghaut haben und da gehöre ich ganz einfach dazu. Andere sind da wieder ganz wild drauf. Jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. So, nach dem Abkühlen im Kühlschrank seht mal, wie ganz leicht diese Folie abgezogen werden kann. Der Pudding ist auch schön gleichmäßig fest, beziehungsweise die Apfelfüllung. Aber wir sind ja noch nicht fertig, es fehlt noch das Topping und da geben wir Sahne in einen Rührbehälter und schlagen diese Sahne auf. Wir wollen ja Schlagsahne draus machen. Zum Würzen bzw. zum Süßen geben wir Puderzucker hinzu und damit die Sahne auch richtig schön steif wird, auch noch 2 Tütchen Sahne steif. So, und nun könnt ihr euch anstrengen, weil jetzt geben wir die Sahne drauf und die streichen wir jetzt schön glatt. So glatt wie möglich. Meistens gebe ich dann diese super leckere Apfeltorte nochmal in den Kühlschrank und kurz bevor die Gäste kommen bzw. das Kaffeekränzchen beginnt, löse ich den Kuchen vom Tortenring. Und damit das Ganze natürlich schön aussieht, werde ich die Ecken noch ein bisschen bearbeiten. Ach ja, eine Sache hätten wir fast vergessen und das wäre der Zimt. Und den machen wir jetzt noch schnell drauf. Aber jetzt ist die Torte fertig und jetzt können wir uns ein Stück davon abschneiden. Und das ist immer der Moment, wo man richtig aufgeregt ist, ob auch der Kuchen was geworden ist. Und wie ihr seht, glücklicherweise ist aus ihm was geworden. Ich freue mich so richtig und bin ganz erleichtert. Aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen von Norbis Kochstunde. Wir sind beim Probieren angekommen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge von Norbis Kochstunde wieder mit dabei. Das würde mich so richtig freuen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und wenn ihr den Kuchen nachgebacken habt, das wäre schön, wenn ihr mir da berichten würdet, wie er geworden ist. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.